Ja, wir haben gestern einiges erledigt bei Vampyr, muss ich sagen. Auch etwas, wie gesagt, wir haben letzten Mal einen Bezirk ziemlich in den kritischen Bereich gebracht, was, glaube ich, nicht so gut war, da wir die falsche Entscheidung getroffen haben, aber ich glaube, dass es trotzdem okay ist und wir die anderen Bürger trotzdem noch aussaugen können und die Informationen sammeln. Ich glaube halt nur, dass sobald es in den kritischen Bereich geht, dass mich die Bürger eventuell auch angreifen. Die Frage ist nur, ob ich die dann aussaugen kann. Aber jedenfalls haben wir gestern noch im Krankenhaus 2 Leute ausgesaugt und haben bemerkt, dass der Bezirk auch ziemlich drastisch nach unten gesunken ist. Wir sind jetzt im bedenklichen Bereich, aber das ist noch okay. Aber ja, wir starten gleich weiter, würde ich sagen. Was ich machen wollte, ist, glaube ich, hier den Quest annehmen. Und danach hochgehen nach Witchapel und die Informationen sammeln noch und uns in der Stadt genau umsehen, jedes Gebäude reingehen und so und Informationen sammeln. Und ja, starten wir gleich los, würde ich sagen, wir sind jetzt auf Level 15. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. Okay. Die Schwester habe ich ja selber umgebracht. Blutrausch. Ausgangssperre, okay. Aber gut, ja, mein Name ist RustyKay. Wenn euch die Videos gefallen, würde ich mich sehr über einen Like-Button freuen, über ein Abo natürlich noch mehr. Und dann schauen wir gleich mal, was das Ereignis hier ist. Level 27, Pippa Hawkins. Warte mal. Pippa Hawkins. Kleinen Moment mal. Ist sie nicht im Krankenhaus? Ist das sie, oder? Ja. Vermisst? Ach, weil er wahrscheinlich gestorben ist, vermute ich. Oh. Okay. Das gefällt mir aber nicht. Vor allem, dass die Stufe 27 ist. Oh, weil ich ihren Mann ermordet habe. Ach, okay. Das ist gut zu wissen, so etwas. Ich will ja das Ereignis da oben. Ich will wissen, was hier passiert. Komm schon, geh hoch da. I'd head back home if I were you, sir. Are you deaf? Leak spotted. Watch out, boys. Nein. Ich will die nicht töten. Oder jetzt halt mal noch nicht. Das ist Erfahrung, was mir jetzt abgeht. Warte mal, wird noch jemand vermisst? Er ist auch vermisst. Ach, komm. Das heißt, wenn ich jemanden aussauge, die zusammen sind, so in einem Paar, muss ich alle 3 auf einmal machen. Ha. Okay, das heißt, die beiden sind weg. Von der Erfahrung her. Das ist nicht gut. Vielleicht kriege ich ja den Bezirk wieder hochgeschraubt. Irgendwie. Ich weiß zwar nicht genau, wie ich das anstellen soll, aber ich gehe jetzt mal eine Quest machen. Ich habe das Gefühl, ich bin die Sache von Anfang an etwas falsch angegangen. Ich hätte diesen Bezirk eventuell in Ruhe lassen sollen. Ich vermute das auch nicht so gut.
wirklich am Überlegen, ob ich nicht vielleicht ein neues Spiel anfangen soll. Ich habe hier auch eine neue Fähigkeit, und zwar Schattennebel. Probiere ich mal aus, ich will wissen, was das ist. Okay. My dear sister, I don't know if I have the strength. Okay. Somebody help! What do you want? Somebody help! What do you want? Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Shaoshun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. Okay. Carnage is Father Whitaker's disciple. This man's far too old to be Samuel. No. By the look of his clothes, this man's a docker. Samuel isn't here. I had better follow the blood trail. Dein Ernst? Was ist denn das jetzt? War ja unsichtbar. I can't believe I'm doing this. Okay. Wie komme ich da hoch? Ach, hier seitlich, okay.
den Namen habe ich schon mal gehört. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. Oh, Mary. What have I done? If I could only change one thing. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. She was a good person. Vibrant, full of life. She was kindness incarnate, my Mary. You're a good person, Jonathan. And a young Ekon. A newborn cast into the night without so much as a candle to guide your way. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. How can I? I've destroyed my family. My poor mother. I can't even console her. Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. You may be right. Of course. I've stared upon this world for centuries. And time has taught me to deal with guilt, if not erase it. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace.
find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. Soll ich jetzt zum Priester sagen, dass ich Vampir bin und meine Schwester ausgesagt habe, oder was? Das wird ja gut ausgehen. Witwe in Nöten. Ich höre aber nichts in der Nähe. Brauche ich eigentlich keinen Unterschlupf. And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin. Forget your old, weaker self. What do you want from me? Yo. Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon? Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. Danke. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Du sagst so ein komischer Kauz. Crawl back to the hell that spawned you! This man stunned me with his faith. His crucifix. This is not good news. Nein, das sind keine. Okay, also ich bin hier durchgekommen, also das ist ein Zweitweg, das weiß ich jetzt auch. Jetzt komme ich in den kritischen Bezirk. Kritisch. Aber solange er nicht unter den kritischen Bereich fällt, greift mich auch kein Bürger an normalerweise. Jetzt will ich nur gucken, ob der Papst oder der Priester da irgendein Dude war. Nee. Das ist nur so ein random Fighter. Er hat dann nämlich einen Namen. Jetzt sind die Leute mit Namen ein Problem. Hello again, miss. Ach, die Taubstumme. Very well. Und nur stumm. Taub ist ja nicht. Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know
help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. Das glaube ich weniger. Oh, zweimal private Anliegen und einmal der Verstorbene. Eieiei. Ich weiß es nicht. Was nehme ich? Ich glaube, I've told you once. This is a private concern. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest. As you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? She was murdered. I see. And how are you feeling, my son? I feel responsible. The pain is consuming me. I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What words would you like to say to your poor sister? I'm so sorry, Mary. I promise to find who is responsible for all this. I'll put an end to this horror. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now, and live your life in the way she would have wanted. Okay. There. I confessed to that vicar. Do I feel better? Only time will tell. Okay, ich habe ja hier noch eine Aufgabe. Ja, genau. Das mache ich jetzt. Blutspur folgen. Das ist auch auf dem Friedhof. Ich muss nämlich ein paar Nebenquests machen. Ich muss nämlich... Ich will die Informationen vom Bürger sammeln, bevor der Bereich wirklich in den Bezirk wirklich in den kritischen Bereich wandert und mich dann alle attackieren. Ich habe nämlich so das Gefühl, sobald er im kritischen Bereich ist, kann ich die Leute nicht mehr aussaugen. Ich habe hier im Krankenhaus auch schon 2 Leute jetzt verloren. Ich höre immer Babys schreien. Remorse and pain are precious when binding you to the earth. You. I remember you. So. Krass. Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me this creature. What are you? I am the land.
You are our champion. Riddles and rhymes. You took my life. Now you insult my mind. Be stilled, my child. I bring understanding. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. Okay. Auch wieder so ein I've had Rätsel. enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. Das glaube ich weniger. Okay, ich muss auch irgendwie einer Blutspur folgen, um dieses Samuel zu finden. Bis jetzt habe ich noch keine Blutspur entdeckt. Nur ein paar von den Schüssen. Ich meine, hier ist eine Blutspur, aber... Also, gute Leute halt, aber... Das ist keine Spur. Das würde mir sonst angezeigt werden im Vampir-Modus. Blut. Shouldn't you go? Maybe late. Hier ist noch Blut, aber die Leute habe ich schon alle angeguckt. Das sieht schon übel aus. Was haben wir denn hier? Eine Spur. As I feared, Samuel no longer preaches the good word. Ich mach mal die Ultimativregel. Okay. Oh mein Gott. Das sieht ja cool aus. This is despicable. Tagebuch, was? Ich habe ja einen Eintrag bekommen. Du hast gefunden.
ich will das nicht alles lesen. Mir zu viel. Okay, ich habe Eintrag von dem Fahrer bekommen. I have this thirst for blood. Haben wir hier? Schlupf oder? Ja, alles. Notizen oder sonst irgendwas in die Richtung. Schon oft gefunden und sowas. Okay. Ja, Unterschlupf. Aber ich habe eine Blutprobe, glaube ich, bekommen. Ja. Ach, ich brauche noch ein so ein Stück. Hier kann ich sehr weiter. Das mache ich auch. Ich mache einen Schaden. Dafür könnte ich auch verwenden. Feuerrate. Was habe ich denn hier? Schrotflinte. Oh mein Gott, die macht Schaden. Aber wie? Die macht übel Schaden. Ich habe bis jetzt noch nie eine Waffe hergenommen. Die Säge ist jetzt übelst nice. Warte mal. Ja, ich muss schon da lang. Ich gehe wieder komplett den falschen Weg. Nehmen wir einen kleinen Umweg, egal. Schon richtig, oder? Oder? Over there! There's one of them vermin! Doesn't like it! Ich gehe schon wieder den falschen Weg. Was ist denn los? Okay, warte. Ich könnte auf den Friedhof durchgehen. Aber ich gehe hier unten lang. Schneller. Glaube ich halt. Ich wollte es nicht schauen. Okay. I can't believe I'm doing this. Ja, glaub's ruhig. Oh, hier ist ja die eine Lady. Mal gucken, ob ich an der vorbeikomme. Ich glaube nicht. Aber wisst ihr was? Ich mach die jetzt. Ich
bringt jetzt so. Steady! Stupid fucking beast! Ein Schlüssel und auf einmal taucht, ja. Auf einmal taucht die Kiste in den Raum, einfach so. I order you to step back. Roll back to the hell that spawned. Verdammter Fahrer. Falsche Religion ausgesucht, mein Freund. So, hier ist ja eine Quest, oder? Oder ist der schon erledigt? Kann ich den wieder wegmachen? Markierung entfernen. Okay. Oh, ich kann mehrere Markierungen setzen. Zweimal. Cool. Aber der Quest ist jetzt weg. Mal schauen. Ob hier noch irgendwas rumliegt. In dem Gebäude war ich schon, ja. War ich schon. Ja, dann wird das jetzt die vermisste Person gewesen sein. Ich vermute auch, dass das auch die vermisste Person ist. Vom Krankenhaus. Ja, vermute ich, ja. Alles ist nicht so toll, muss ich sagen. Was wir jetzt machen ist 52%. Also bevor ich jetzt schlafen gehe, muss ich schauen, dass ich so viele Leute wie möglich in Witchapel aussaugen kann. Das glaube ich, werde ich ein Problem kriegen. Get them weapons ready! Stay back, ones! Oh. No! Okay, der Bereich ist hier im kritisch. Die Frage ist jetzt, wie ich am besten an Informationen rankomme. Good evening. Shane. Hier eben, ich habe keine Hinweise, gar nichts. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Good evening, Mr. Whitaker.
It's Father Whitaker, my son. So, are you still lost in your rational delusions? Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood, sleeping with the dead and feeding on the fear of the dying. A laughing queen dressed in blood. Tell me more. This epidemic is her feast, the announcement of her return. Against her, science is no more than a child's toy. But who is she? She is the mother of harlots and abomination of the earth. She is Babylon, drunk on the blood of the saints. Tobias Whitaker, confess why you burnt those people alive. I have done what no one was ready to do. I will smite the flesh of the unclean to protect the righteous. You're not the savior of London. You're just a glorified sadist. I take no pleasure in this awful cleansing, Dr. Reed. I am only driven by the thousands of innocents I save each night. You are just another heartless murderer, exploiting the epidemic to kill with impunity. No! No. The only way to contain the spread is to strike at the source itself. The proliferating sick. I have found Samuel, your disciple. I am afraid I have bad news. I already expected the worst. He should already have come back. He is dead, isn't he? Yes, he is now. The epidemic took him. Samuel steadily made donations to our cause. He would have rewarded you himself if you'd found me in that awful cemetery. Please accept this money. Your disciple, Samuel, stole from the dead in Stonebridge Cemetery. I have proof of his crime, and proof of his death. No! Samuel was the best of us. So devoted, so zealous. He gave all he had for the cause. He tirelessly preached the good word. Okay, jetzt habe ich alle Informationen gesammelt. Think what... Das heißt... Heavy propaganda. Aber ich würde ihn gern heilen. Warum kann ich das nicht? Ich habe ja die Medizin. Heilen mit der Schöpfung, aber warum geht das nicht? I have heard enough for tonight. Das gibt's ja nicht. Good evening, Mr. Whitaker. It's Father Whitaker, my... Ich meine, ich könnte ihn ja auch gar nicht mitnehmen. Das Ruf so hoch ist, aber... What? You sent... Verstehe das nicht. Ist das vielleicht, weil der Bereich auf kritisch ist? Fragen über Fragen, Leute. Ich geh mal hier außen rum. Vielleicht finde ich hier was. Neue Hinweise etc. Ne, das sind die. Hier waren die zwei Werwölfe. Da hinten waren die. Das ist die Nutte. You again?
Ich habe immer noch eine Sache zu. Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? I saw her wandering the streets. Yesterday, I think. She didn't recognize me. People say she's lost it. It's a sad story. Goodbye, Mr. Peter. Warum kann ich die Leute alle nicht heilen? Das verstehe ich nicht. Good evening, Harry. Sure. Even my dreams are soaked with gloom. So, I'm not bothered. do you need any medical help, young man? Yes, I do. You'll feel better. I'm not sure I'm happy with the idea of living long. Verstehe. Mit R2 und dann R1. Do you need any medical help, young man? I'm feeling okay. Verstehe. Geht doch. Would it ease? Can't. Why is that? Sometimes I. Have you? Nobody dares to enter the dispensary. Goodbye, young man. Take care of yourself. Okay, dann gebe ich jetzt die ganzen Leute mal medizinische Hilfe. Even my dreams. Ihm auch. Fancy buying something? You never... Do you need help, sir? To be honest, I don't quite... really? Do you have any news? It appears those who dare to get health care from that bitch are never seen again. Something fishy going on there, for sure. Okay. Goodbye for now, Mr. Lewis. I know it's hard to believe, but this district has always been wretched. You again? Can I offer you my... Keep your medicine. There is a thin line between pride and stupidity, sir. All right. I'll take it then. Cool. Goodbye, Mr. Peterson. I know it's hard to believe, but this district has always been wretched. Good evening, Miss... It's far. Don't you fear. Faith gives me... No doubt. I have heard enough for tonight. Good evening, Christy. Shit. Do you need Frage any ist, ob das assistance? den Bezirk I am shocked wieder nach that you oben would bringt. think I am... Forgive. Goodbye, miss. Das ist eine gute Frage, ob das den Bezirk wieder nach oben bringt. Gucke ich mir die beiden noch an? Das ist eigentlich der Journalist. Der ist ja auch immer hier rumgelaufen, oder? The walls of your home will not protect you. Hier im Hinterbereich vielleicht. Nee. Nö. Okay, die erholen sich schon alle mal, das ist gut. Darius Haus, aber der ist ja auch verschwunden, glaube ich, oder? Ne? Good evening.
Have you? It seems heard. Goodbye, Miss. Okay, bei der kann ich sowieso noch gar nichts rausfinden. Aber bei dem Dude. Good evening, Ben. I'm afraid not. Ach, jetzt habe ich keine. Have you any news of Nurse Crane? Not recently. A gun? Ja, sagt immer das Gleiche. How are you, boy? Aber mir kann ich was gehen. Ja. Do you need assistance? Please. There you go. Very funny. Have you heard anything? Never heard of her. Goodbye, young man. Die große Sorge, was ich halt habe, ist, wenn ich jetzt wieder schlafen gehe, auch, dass der Bezirk in einen extrem kritischen Bereich verwandelt und mich dann die Bürger auch angreifen. Das war nämlich richtig kacke. Das ist eine große Befürchtung, was ich habe. Dann wäre das jetzt alles umsonst gewesen. Die ganzen Tränken und so, die Heilmittel. Aber ich muss noch Hinweise finden für die Leute. The Swanborough cordial can be the answer to all your problems. Ach, ich kann ja noch was machen, die ist ja noch hinten in dem Friedhof da drin und die geht erst in der nächsten Nacht nach Hause. Soll ich es wagen, in den Unterschlupf zu gehen? Good evening, Mr. Petrescu. What are you doing here? I could ask you the exact same question. How do you feel? I would not. Yes, you do. Please. I said I don't want anything. But I'll keep this for those who really need it. Ach du Arsch. Okay, jetzt stop me. What do you plan to do now that Nurse Crane is gone? I'm not sure. Strange men came to see me after Dorothea's death, with strange weapons and very odd stories. What kind of stories? Stories all Romanian children know. It was as if I was home again. Vampires, Mr. Doctor. Vampires. You believe them? Aren't you too old to hold a weapon or listen to scary stories? Yes, I am old and alone and will die soon, but if these stories are true, maybe I have found myself another cause. Okay. Are you living on the streets, Mr. Petrescu? And why not? Those who believe they'll be safe behind walls are blind. What about your house? My house is always open to any poor soul needing a roof. All my work here is lost now that Dorothea is gone, thanks to you. Why are you so aggressive? I remember the night you came here and convinced me to open my door to you, sir. I'd like to punch you right on your chops. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give up. I heard what happened to Nurse Crane. How do you feel, Mr. Petrescu?
Everything was going well until you arrived. Dorothea helped people and will be sorely missed. Maybe you should consider the bigger picture. We may not have the same approach, but my priority is the safety of London's citizens. So you put an end to the operation. Did you put an end to Dorothea as well? You seem to have a lot on your chest, sir. What's wrong? I heard you are a famous surgeon. Tell me, what did you do to Dorothea? She was so bright, so clever. Then you made her an empty shell. I didn't use drugs or medical trickery, Mr. Petrescu. All I did was talk to Nurse Crane. I promise you. But what happened to her then? After you left, she did not even recognize me. Then she got careless and sick, and I had to flee. Goodbye, Mr. Petrescu. Ich könnte den Dude jetzt mitnehmen. Aber das heißt, ich muss sie auch mitnehmen. Sie ist nämlich sonst weg und er auch. Das will ich nicht. Die Frage ist jetzt nur, wenn ich jetzt eine Nacht drüber schlafe, wandert der Bereich in den feindlichen Bereich und dann, glaube ich, greifen sie mich an. Ach, ich weiß nicht, was ich tun soll, Leute. Das ist... What should I do? Ich weiß es nicht. Ich bin auch am Überlegen, ob ich jetzt einfach schlafen gehen soll und ob ich dann abwarten soll, wenn man jetzt im feindlichen Bereich geratet, ob ich eventuell neu anfange. Ich meine, ich kann viele Sachen überspringen, bla bla etc., was passiert ist und so. Ich meine, ich bin schon ein paar Stunden am Spielen. Ich will nicht, dass mir alle verloren gehen. Ich habe jetzt ein paar Leute Medizin gegeben. Die erholen sich. Normalerweise müsste der Bereich ja wieder nach oben wandern. Der sollte wieder nach oben wandern. Aber das finde ich gleich heraus, würde ich sagen. Ich hoffe, es bleibt. Ich hoffe, es bleibt in dem Bereich. Es geht nach oben, hoffe ich. 52, 76, 83. 52, 86.
bitte. Bitte, bitte, bitte. Jawohl. Nein, doch, er geht nach oben. Yes, er geht nach oben. Er geht nach oben. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Okay, ich muss hier Leute heilen. Im Hospital. Der bleibt im stabilen Bereich. Okay, ich muss im Krankenhaus unbedingt Leute heilen, dass der Bezirk nach oben geht wieder. Im stabilen Bereich. Und hier will ich ihn auch wieder im bedenklichen Bereich bekommen. Neuralgie, was hat er? Bronchitis. Schockform, Bronchitis. Neuralgie. Schöpfung habe ich. Bronchitis habe ich auch eins. Aber gegen Neurologie habe ich noch nichts. Brauche ich jetzt. Wichtig ist schon mal, dass der Bereich nach oben ging. Also gut. Das ist schon mal nice, dass ich das jetzt rausgefunden habe. Ich hatte nämlich jetzt wirklich Schiss, sag ich mal, dass der komplette Bereich absackt. Der feindlichen Bereich, und das wollte ich verhindern. Das heißt, ich müsste Leute heilen, dass es besser wird. Ich hoffe, die bleiben auch gesund, nicht dass die wieder krank werden. So, ein bisschen Bildschirm putzen. Dass ich besser sehe. Kleinen Moment noch, ich hab's gleich. So. So ein komischer Fleck, der nicht weggeht. Ja. Probier es mal mit dem Ding, mit Scheibenwaschmittel, Scheibenputzmittel. Und das mache ich nicht jetzt. Na schön. Gut, dann bin ich ja sehr zufrieden, dass der Bereich nicht abgewandert ist in den feindlichen Bereich. Aber was mir hier noch fehlt, sind 2 Leute. Ich möchte gern wissen, wo ich die finde. Den kann ich noch nicht heilen. Den könnte ich heilen, aber wo ist der hin? Den auch. Wer ist das? Richard Nethercott. Ich will gerne
die Ziele irgendwie markieren können oder so. Das war richtig nice. Ach, hier ist Witwe nötig. Ist sie immer noch da drüben? Nee. Auf. Mine! Murderous monster! The beast must... He's dead! Jetzt nach links, oder? Geschickt ausmanövriert. Geht's hier überhaupt weiter? Are you all right? My name is Xiao Shun. Ich weiß, wer du bist. This is the proper way to address someone in my country. I do apologize, Xiao Shun. Yes, I am. This is the only place where I can find some kind of serenity. Some way to remember my dear Matthew. Okay. I heard... Are you on your own? Do you have any friends or family who you could be with? I have family and friends, but I need to be here alone. One day maybe I'll go back to them, but not now. I need silence, and I need sadness. You should not be by yourself. Grief can be a terrible trial, and it's even worse when you're alone. Thank you for your sincere words, Dr. Reed. I sense you trying to help me, even if I don't quite understand why. Weil ich irgendwann ein Blut aussaugen will. Tell me how your husband died, Xiao Shun. Matthew died of the Spanish flu, like so many others. It's a mundane cause of death these days, but for me it meant the end of the world. At this time, there is so little medical science can do to defeat this terrible epidemic. I'm truly sorry. The worst thing is not his death, even if it tears me apart. The worst is not to have seen it coming, to have lost him so quickly, even before realizing it. Did he hide his condition from you? Matthew was a smiling type, a happy sort. Everything that I am not. Did he laugh at his death to come, or did he not realize what was going to happen?
I'll never know. The Spanish flu may be the worst disease mankind has ever faced. Why are you blaming yourself? You don't understand. I didn't know he was so sick. I didn't realize the gravity of his situation until it was too late. As harsh as this sounds, we are all equally vulnerable to this awful disease. It can take the strongest man in just a couple of days. I never said goodbye to Matthew. We never realized how bad it was. We laughed about it even. He always made me laugh. Now I don't have enough tears to shed. Warme. Are you a doctor yourself? Is this why you feel so guilty for not saving your sick husband? No, I am not. But I still need to blame someone for Matthew's death. And who else, if not his wife, who did not see it coming? I'm a physician, one of the best in the country. But I was unable to save my own sister, Mary. She died in my arms. Why tell me this? Is it supposed to make me feel better? No. But I felt I should share it with you, since she is buried here too. May I ask what caused the death of your sister? You could say she was also killed by a terrible disease. A disease I have sworn to fight and cure, no matter how long it takes. Thank you for sharing that with me, Dr. Reed. Maybe it's time we start to rebuild our lives, you and I. You realize you can't stay here forever, don't you? Eventually you'll have to leave the cemetery. Why? Why should I go? Since this is the only place I can find peace of mind. But you're not dead. There is a difference between visiting the dead and staying with them. You sound like you're no stranger to the pain I feel. Let's just say, I too have a good reason to visit cemeteries at night. Please accept my condolences for your loss then, Dr. Reed. You should go home now. I think you're right. Cemeteries are for the dead, for they need silence too. Thank you for your honesty and your wisdom, Dr. Reed. Thank you for your company, Xiaoshun. Take care on the way home. Maybe I'll see you again in Whitechapel. Goodbye for now. Goodbye for now. Cool. You know you can trust me. Why have you... Das heißt, sie geht wieder zurück nach Whitechapel. Was ich aber jetzt mache... Wo ist er hin? Das ist die meiste Frage, was ich mir stelle. Ich möchte die beiden heilen. Ich habe nämlich die Mittel dazu. Und dann würde der Bereich wieder in Bedenkliche... ins Bedenkliche fallen. Was auf jeden Fall besser ist. Als im Kritischen. Oh, ich glaube, ich weiß, wo der eine ist. Das ist hinter der Kirche. Warte mal. Ja, ich bin schon richtig. Lovely! It's on to us! Ich glaube, wenn ich hier rechts rauf gehe.
Ja. Good Ja. evening. And good evening. Mal fragen. Not at all. Mal schauen, ob wir irgendwie noch Informationen rauskriegen, aber ich glaube nicht. Nee. Aber ich Do kann you ihn need halten. medical? Maybe. I understand. Das ist gut. I'll leave you alone, sir. Okay, jetzt brauche ich die Brillenschlange noch. Wo ist der Journalist? Okay, dass hier nicht ist, das ist mir bewusst, aber... Okay. Kann es sein, dass manche Leute nur rauskommen, wenn der Bereich besser ist? Imprisoned by your daily routine, unable to see the true horror around you. How long have we known each other? We even used to be neighbours for Christ's sake. Er war ja immer neben dem Priester. Ich verstehe das nicht. Er wird ja nicht vermisst oder so. Leighton Derby. Er war immer hier oben bei der Kirche. Immer hier oben rumgelungert. Da in dem Eck oder... Pay me a glass and I'll be gentle. Pay me a bottle and I'll... Vielleicht ist er in irgendeinem Gebäude. Ist hier hoch? Ja. Hier ist er. Good evening, Doctor. Can I help you? Have you any... It appears... Do you need assistance? That would be nice. If you persist in... Thank you. Jawohl. Goodbye. So, dann würde ich sagen, laufe ich zurück ins Krankenhaus. Und halt da noch ein paar Leute. Jetzt noch links. Most of them don't speak English. How am I supposed to interview? Gut, dass die nicht so schnell spawnen. Die Leute. It's not human. Kill it.
Gut, dann gehe ich jetzt noch ins Krankenhaus. Oh, ich muss kurz jemanden anrufen. Ich bin eine Minute wieder da, Leute. Kleinen Moment. Das habe ich vorhin um 2 schon angerufen, im Therapiezentrum wegen meinem Fuß. Dass ich neue Termine wieder ausmachen wollte. Und sie haben gesagt, ich soll um 3 nochmal anrufen. Jetzt ist 20 nach 3 und sie ist immer noch nicht. Ich soll es später nochmal probieren. Alles beschäftigte Leute. Okay, hier ist ja der Inder, glaube ich. Oder? Ja. Schmeißt einen Doktor und kann sich selber nicht heilen. It's locked. Das ist schon traurig irgendwie. Good evening. Oh. Tell me the truth about your appointment as a medic during the war, Rakesh. The regiment administration appointed me by mistake. I had to learn the job on the spot, sir. Very hard, sir. But I rose to the challenge. Okay. You can't impersonate a doctor. You can't improvise a medical education. People could die at your hands. You're absolutely right, sir. But as a field surgeon, it was more like being a butcher. Do you believe you have really helped these people? My ratings were within the averages of the regiment. I saved lives, Dr. Reed. Does that not say enough about triage and war surgery? Als Metzger fühlt es sich. Do you Yes, sir. It was a time... Do you need medical... Well, the proximity... Don't take too... And that is it. Das verstehe ich jetzt auch wieder nicht. Warum kann ich ihn noch Tell mal me fragen? the regiment... Yes, it was a time... You're the... My... Tut da noch was? Nee. Das verstehe ich ab und zu nicht. Please show me. Of course. Oh, er hat den Staub da. Ja, genau. Den brauche ich. Tomorrow, more bodies will arrive and them. Bist du nicht der vermisst wird? Nee, das ist der. Erschöpfung, Erschöpfung, Erschöpfung. Das habe ich alles. Sie auch Erschöpfung. Gut, kein Problem. Good evening. Good evening. Mal schauen, ob ich sonst noch irgendwas fragen kann. Nee. Is there anything... Really? Die Medizin geben. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I will not let you down, my boy. Sie leidet auch unter Erschöpfung. My sweet girl. Good.
sonst noch was erfahren von dir? Nee. Do you require... Do you know? Despite what... Well, at least... Goodbye, Mrs. Goswick. Kann ich von dir etwas Good evening, erfahren? I'm okay. Nee. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Okay. I have to go now. I'm alright. Don't waste your time with me. Good evening. And good evening. Tell me, Thoreau, what's the real cause of your dislike for Dr. Ackroyd? He refuses to admit that your blood transfusion technique is the only way to save Mr. Fiddick. I'm convinced we must use it. What Dr. Ackroyd really said is that you lack the skill to perform this operation efficiently. Is there anything you have to say about this? It's a false conceit. Dr. Ackroyd secretly envies your reputation. His jealousy blinds him. I'm not the real target here. Okay. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Goodbye, Dr. Calm the children, Ellen. As for me, I'm quite busy. Yeah. What do you think of Dr. Tippett's opinion of your promotion, Waverley? Tippett is a good practitioner. Maybe just a little too attached to his prestigious position at the Pembroke Hospital. Really? That's exactly his diagnosis of you. A little too eager to get promoted? A little bit too proud? He has the right to think so. But I deserve this promotion. And I don't consider it anything but well-earned. Do you need my... Don't be... Then you are... I would... Thank you for your... Yo. Good evening, Nurse Brannigan. Good. Das ist mal eine What can you krasse tell me about the recent events? Blutspur. That Mr. Hampton killed Miss Jones in her room, then ran away. And did you see all this? No. I was working by the tents when it all happened. I only entered the room when they asked me to clean up the blood. Where is Miss Jones's body? I don't know. I'd imagine the morgue. It all happened so quickly. Did you see Sean Hampton leave the hospital? I think I saw a silhouette exiting the hospital gates after the shouting started. At first I thought it was someone who was just scared, but... well, maybe it was him. Do you require medical... I will be fine. Nurse. I'll try, Doctor. What can you tell... That... And did you see... No. Goodbye, Nurse.
Okay. Ach. Das ist das Zimmer von der Alten. Warte. Sie war ja weg. Wo ist die alte Frau? Das war ja nicht sie oder sie. Hä? War die hier gar nicht dabei? Bei den Leuten? Das kann auch sein. Damn. Ja, ziemlich krass, muss ich sagen. Sein Herzschlag ist ziemlich hoch. Da ist einer nervös. It's locked, all right. Ich kann ja irgendwie belauschen, oder? Aber ich muss da raus. Ich weiß nur, wie komme ich da raus? An der Seite eventuell? Wie es aussieht, muss ich gar nicht mit dem reden, dem beobachten, sondern mit ich muss mit ihm reden. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. Was könntest du mich umbringen?
Genau. By the sacred stone, this is very bad news. Bad news indeed. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Very well. I'll help you. Jonathan, please. I can't rely on anyone else. And this concerns you as it involves vampires. Someone has taken advantage of our more liberal tendencies here. In what way? Jonathan, I may turn my head when you or her ladyship indulge, but I will not allow this place to become a nest for street feeders. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Rest assured, I will protect you and your staff. McCullum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Ja, würde ich auch sagen. Hier drin habe ich ja alles mitgenommen, glaube ich. Oder? Ja, bin ich letztes Mal schon eine Runde gegangen. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Warte mal, jetzt gucke ich noch, ob ich eventuell Medizin herstellen sollte. Hier wäre auch noch irgendeine Tür, die ich nicht aufmachen kann. Die hier, glaube ich, oder? Ja. It's locked. Was steht denn hier eigentlich? Tippet Strickland Accurate. So Einfach der Pflanze. It needs water. Ja, sie braucht Wasser, ich verstehe schon, aber wie? Ich würde ihr gern Wasser geben, aber... Ach, Leute. Gut, also wir haben jetzt wieder unsere Medizin aufgefüllt für die Leute. Aber ich glaube, ich werde es an dieser Stelle für jetzt gut sein lassen, weil ich bald mal zur Therapie fahren muss. Aber wir spielen am Abend wieder weiter und versuchen zu erkunden und auch rauszufinden, wer uns gebissen hat, und die Story weitermachen und Leute heilen. Warte mal, was ist denn hier bei dem Rufezeichen? Warum ist hier überhaupt eins?
die beiden waren ja vorher auch extrem nervös. Lady Ashbury. Jetzt, komischerweise. Das ist hinter dem Zelt. Geht doch. How can I be sure I'll not find your unconscious body in the house again? I promise you, you'll not find my unconscious body. For God's sake, how can you say such a thing? How can you refuse to listen? I tried to warn you for so long. No, I won't let my only son die. You promised me you'll stay alive. Your son lied to you, like the whole world lies to us. Ist er auch ein Vampir? Nee. Wirklich? Ich meine, ich kann es mir schon vorstellen. Da gehe ich jetzt noch rein, Quatsch mit ihm. Das will ich jetzt noch wissen. Good evening, Doctor. Your son wished to die, Beatrice. Are you not aware suicide is a crime? Mortimer could be thrown in jail. I can't let that happen. Okay. I understand you fear the legal consequences, Mrs. Goswick. But don't you realize your silence significantly affects your son's case? All my son needs is help and comprehension. Not judgment and punishment for what he may or may not have done. What can you tell me about... It's a Okay. Das war fürs erste Mal für ihn. Willst du weggehen? Ja, danke. Ich will mit dir reden. Good evening, Mr. God. I'm okay. Admit it, Mortimer. Your mother had you hospitalized here because you tried to kill yourself. Yes, it's true. All right, then. This is the first time we've really shared information about your case. Shall we call this progress? Call it what you want, Dr. Reed. Can I help you in any way, Mr. Goswick? I wrote a letter for my mother. She was supposed to read it after my death. But I suppose she doesn't have to read it now. I see. And is this letter still near the place where you tried to take your own life? Yes. And I don't want anyone reading my last words. I mean, I'm still here. If you bring me back that letter, then perhaps we'll talk. Okay. You can... I guess... What can you tell me about the recent commotion in the hospital? I had shouting coming from the first floor. I was asleep when it started. I have to go now. Good evening, sir. Doctor. Die Frage ist nur, wo sind seine Sachen? Sind die eventuell da draußen? Ich glaube, es ist ja... Ich glaube, sein Brief muss da sein, wo er versucht hat, sich umzubringen. Also entweder da oder auch hier irgendwo. Ich glaube, dass der Brief irgendwo hier liegen wird.
Oder auch nicht. Ich gehe mal den Blutspuren nach. What on earth happened here? Digga, wo hast du deinen Brief liegen lassen? Ach, ich muss in die Wohnung von dem Dude. Okay. Das erledige ich noch schnell. Und danach wird für heute oder für jetzt dann gut gelassen. Lass ich gut sein und spiele dann später wieder weiter. It seems the Priwen are redoubling their patrols in the district. I must be more careful. Ja, kein Problem. Das hier drin ist deine Wohnung, vermute ich. Geht doch. Bin ich nicht mehr. Ich will, dass du weißt, dass ich nicht deinetwegen gehe. Ich verlasse die Welt, weil das erdrückende Gewicht des Daseins in diesen Zeiten zu viel für mich ist. Manchmal fühle ich mich, als wäre Baudereales Verse als Echo meines eigenes Herzen geschrieben worden. Baudereales Verse, das kenne ich jetzt nicht. Buch wahrscheinlich. Die Wolken niedrig und flach wie ein Deckel senken sich auf den Geist des der Seufzer und der Leidesmacht. Den ganzen Himmel verhüllen sie und beschenken mit schwarzen Tage, der traurig ist wie die Nacht. Es ist so wunderschön, wie es schmerzhaft ist, Mutter. Ich kann nicht mehr länger leiden. Ich möchte nicht, dass du mich umzustimmen versuchst, denn es würde das Unvermeidbare nur herauszögern. Würde es dir gelingen, meinen ersten Versuch zu verhindern, ich würde es erneut machen, leb wohl, dein Sohn Mortimer. In this letter, Mortimer Goswick does nothing to hide his desire to die. I could give it to his mother, but doing so would betray his trust. Ich gebe den Brief. Ich weiß nicht. It's locked, all right. Gebe Mortimer. Aber ich würde sagen, wir lassen es für jetzt gut sein. Und spielen dann später wieder weiter, Leute. Ich glaube jetzt noch ins Krankenhaus. So. Dann würde ich sagen, war's das für jetzt. Und wir sehen uns dann später wieder. Versuche noch ein paar Nebenquests zu erfüllen. Ich würde gern, dass es speichert.
Ja, das wird schon passen. Dann sehen wir uns später, Leute. Bis dann. Mein Name ist RustyKay. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Über ein Abo würde ich natürlich noch mehr freuen. Und dann sehen wir uns in ein paar Stunden wieder. Macht's gut.